Auch nach all diesen Jahren will uns nichts Gescheites einfallen. Diese Welt zerfällt. Gibt es denn keine Möglichkeit, irgendwas gegen diesen Prozess zu unternehmen? Ich muss raus, weitere Forschung anstellen. Ich muss sehen, was die neuesten Daten ergeben. Hiermit. Aber vorher sollte ich am besten nochmal nach ihm sehen. Kurtzaki, bist du wach? Ja, ich bin wach. Na, wie sieht's aus? Wie geht's dir heute? Wie es meinem Zustand entsprechend gehen sollte. Du solltest langsam nicht mehr in meiner Nähe sein, Sinju. Wer weiß, wie lange ich noch machen werde. Ich habe mich nicht die letzten Jahre um dich gekümmert, damit du mir jetzt hier einfach so abkratzt. Wir haben uns beide versprochen, dass wir versuchen werden, unsere Welt wieder in den Normalzustand zu versetzen. Deine Experimente waren schon immer waghalsig, aber das letzte, das war einfach zu viel. Ich dachte, dass ich damit unsere Lösung gefunden hätte. Unsere Rettung. Aber ich muss mehr Forschung anstellen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Diese Engine. Diese Engine hätte dich fast das Leben gekostet. Es hat dir fast deine gesamte Lebensenergie abgezogen. Das war sicher nicht das, was du wolltest. Diese Engine ist meine letzte große Erfindung. Mit Hilfe dieser könnte man die gesamte negative Energie, die sich auf diesem Planeten angesammelt hat, einsammeln und dem Planeten richtige, reine Energie zukommen lassen. Die Natur würde sich komplett erholen und das Grün würde wieder überall so wachsen, wie an unserer letzten Wasserquelle im Wald. Ich bin der Engine nur nicht gewachsen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich sie nutzen kann. Sie scheint aktuell Energie vom Träger abzuziehen. Vielleicht bin ich auch nicht der richtige Träger gewesen. Oder es gibt einen anderen Trigger, um sie zu nutzen zu können. Diese Engine, meine Malefic Engine, kann diese Welt retten. Wir sollten unsere Zeit nicht mehr mit etwas verschwenden, was uns einfach nicht mehr weiterbringt. Schau, ich habe hier noch etwas Wasser für dich. Und wie viel Wasser haben wir noch übrig? Wir haben ungefähr noch 3 bis 4 Liter. Das muss uns für die nächsten 2 Wochen noch reichen. Ich wollte jetzt gleich noch im Wald ein paar Messungen machen und danach werde ich nach unkontaminiertem Wasser suchen. Du willst wieder nach diesen Energiestößen suchen, oder? So ist es doch. Ja, ich glaube, es werden in unserer Umgebung mehr. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Diese Welt hat zu sehr unter den Entscheidungen ihrer Bewohner gelitten. Und ihren Beschützern war es egal. Sie haben uns erst in diese Lage gebracht, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen ihr Handeln haben könnte. Die sogenannten legendären Duellanten. Schau dir das an. Alle diese Häuser stehen leer. Die einzigen, die noch hier sind, sind wir. Genau so ist es. Sie haben die Macht ihrer Karten benutzt. Nicht um diese Welt,
sondern derer ihresgleichen zu retten. Beschützen wollten sie nur ihre Freunde und Verwandte. Ihre Feinde haben sie mit all ihrer gegebenen Macht besiegt. Und zu welchem Preis? Sie haben nie bedacht, dass die Beschwörung dieser Kreaturen Energie bedarf, die es in dieser Welt gab. Die Lebensenergie dieser Welt. Je mächtiger diese Kreaturen waren, desto mehr und mehr Energie konsumierte ihre Realisierung in dieser Welt. Andere haben ganze Dimensionen mit mächtigen Karten vereint. Du sagtest mir, dass diese Erinnerung aus den Herzen der Menschen gelöscht wurde. Aber warum erinnerst du dich daran? Du scheinst vergessen zu haben, dass ich nicht aus dieser Welt stamme. Das kann man dir nicht verüben. So viel Zeit wir zusammen miteinander verbracht haben. Man nannte mich einst einen wahnsinnigen Wissenschaftler. Da wo ich herkomme, aus der Welt der Dual-Monster. Aber ich erzählte dir bereits, dass meine Welt zerbrochen ist. Und kurz davor bin ich in der Welt der Menschen geflogen. Warum ist deine Welt untergegangen? Durch die Nutzung der 3 heiligen Karten, der ägyptischen Götterkarten und anderen mächtigen Kreaturen wurde diese Welt immer mehr Energie entzogen und wurde stückweise immer weiter in die Welt der Duellgeister, die Welt von Duel-Monsters entsandt. Irgendwann hatten wir einen zu massiven Anstieg. Wir hatten ohnehin mehr Energie als die Menschenwelt. Aber diesmal hat sie sich mit der Zeit zu stark aufgeladen und zerstörte nach und nach meine Heimat. Ich konnte es nicht aufhalten und müsste mit ansehen, wie meine Welt zugrunde ging. Warum willst du denn diese Welt retten? Diese Welt sorgte dafür, dass deine Heimat zerstört wurde. Warum? Weil diese Welt die einzige Heimat ist, die uns in diesem Universum geblieben ist. Sag mir, Senju, was würdest du geben, um deine Heimat, diese Welt zu retten? Was wärst du bereit zu opfern? Einfach alles. Ich habe sie nicht retten können. Es ist alles meine Schuld. Alles, was mir von ihr geblieben ist, ist diese Karte. Wenn ich doch nur nicht so schwach wäre. Es ist nicht deine Schuld, dass deine Freundin verschwunden ist. Ihr kanntet euch von klein auf, nicht wahr? Ja. Sie war schon immer der bessere Duellant von uns beiden. Das sage ich. Wahrscheinlich der ganzen Welt. Meiner Welt. Sie sah immer die Schönheit dieser Welt und liebte diese. Aus dem Grund hat sie auch immer ihre Kristallungeheuer gespielt gehabt. Um die Farben dieser Welt aufrechtzuerhalten, wie sie immer sagte. Sie fand die Farben dieser Welt immer am schönsten. Du hast es ihr nie gesagt, oder? Nein, das habe ich nie. Es wird Zeit, dass ich gehe. Tu mir einen Gefallen und nimm die Engine mit. Vielleicht kann sie dir auf irgendetwas reagieren oder dir helfen.
Alles klar. In dieser Welt ist alles verlassen. Es gab eine Zeit, da hatte man hier mit Freunden Übungsduelle abgehalten. Aber die Leere ist bis hierhin vorgedrungen. Tief hinein hat sie alles verschlungen. Freundschaft, Liebe und die Hoffnung. Und jetzt bin ich der einzige Dulant dieser Welt. Also gut, ich denke, dass ich hier meine Wasservorräte auffüllen sollte. Hier runtergehen würde. Was? Ein Energiestoß? Hier? Oh nein, das ist der letzte saubere Wasservorrat in dieser Gegend gewesen. Und mein Scanner ist auch Schrott. So ein verdammter Mist. Und wieso reagiert dieses Teil erst jetzt und nicht beim Energiestoß eben? Verstehe es nicht. Ich muss erstmal nach Hause und mein Gerät reparieren. Ohne mit den Daten auf diesem Gerät komme ich nicht weiter. Also entweder spinne ich oder seit dem Energiestoß vorhin ist es dunkler geworden. Ich sollte schnell wieder nach Hause zurück. Was ist denn hier los? Kurosaki, was ist hier los? Bist du in Ordnung? Die Snatcher waren hier. Sie wollten unsere Vorräte und Daten. Sie haben alles durchsucht. Sie haben alles mitgenommen. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Sie wollten in den Wald. Irgendetwas geht davor, Senju. Sie haben mir meine letzte Kraft genommen. Wir bekommen nicht wieder hin. Du darfst mich nicht allein lassen. Wir wollten diese Welt retten zusammen. Dir sollte klar sein, Senju, dass du nicht alles retten kannst. Diese Welt hat ihr Licht verloren. Alles ist in Finsternis gehüllt. Hoffnung existiert keine. Senju, du darfst keine Angst vor der Finsternis haben. Sie ist ein Teil von jedem von uns. Unsere Erinnerung, unsere Erlebnisse, alles
ist im Gleichgewicht mit dem Licht in unserem Leben. Alles wird gegeben. Alles wird genommen. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Es geht nicht darum, wie du gelebt hast. Was dich ausmacht, ist, wie du stirbst. So haben wir es immer in der finsteren Welt gesagt. Das war unser Motto. Aber zu sterben heißt nicht, dass man nicht mehr existiert. Vielleicht muss man erst sterben, um zu leben. Senjo, nimm dies. Es ist schon sehr lange in meinem Besitz. Sie ist nicht mehr im besten Zustand. Aber vielleicht wird sie dir helfen. Und sie wird immer ein Teil von dir sein. So wie ich. Und sie es immer sein wird. Kurosaki. 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 Kurosaki! Ich werde das nicht hinnehmen. Diese Schweine werden bezahlen! Es gibt einfach keine Spur von ihm. Ich konnte sie nicht finden. Ich konnte weder Kurosaki rächen, noch konnte ich dich beschützen. Amelia. Alles, was ich von dir gefunden habe, ist nur diese eine Karte. An diesem Tag, wo ich dich verlor, habe ich auch meine Welt verloren. Ich habe es dir nie gesagt. Wie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Es tut mir alles so leid. Okay.
Na, genießen wir die Aussicht der Verzweiflung? Was zum... Bist du etwa einer dieser... Ein? Wohl eher der. Das gesamte Gebiet hast du nach mir abgesucht. Wie ein Hund ohne Härchen. Du bist bei uns eingedrungen und hast... Ja. Jetzt kommt dieses ganze Blablabla von du hast meinen Freund getötet, jetzt mach ich dich kalt. Buhuhuhu. Ich wollte von dir gefunden werden. Weißt du, wenn alle tot sind, wird es etwas schwierig genug Beute zu finden. Und der alte Dämon konnte unmöglich alleine gelebt haben. Du läufst hier ja öfters rum. Da war es ein leichtes herauszufinden, wo ihr euch versteckt hält, wenn man nur geduldig ist. Du glaubst doch nicht, dass du es sonst so leicht gehabt hättest, oder etwa doch? Was willst du, du fiese Ratte? Deine Forschungsdaten und natürlich deine Lebensenergie. Du bist also wirklich einer dieser Life Force Snatcher. Nicht einer. Ich sagte, ich bin der. Ach, was soll's. Folge mir. Dein Schicksal wartet. Warte! Verdammt, ich sagte, warte! Du weißt, was wir hier machen werden. Oder? Du willst dich mit mir hier duellieren. Und dann willst du mir meine Energie stehlen. Bingo! Genauso ist es. Und was ist, wenn ich mich weigere? Als ob du eine Wahl hättest. Aber ich gebe dir einen kleinen Ansporn. Jedes Mal, wenn du mir Lebenspunkte abziehst, dann werde ich dir ein kleines Geheimnis Was für verraten. Geheimnisse? Ich gehe davon aus, du nimmst an. Also gut, einverstanden. Spielen wir dein krankes Spiel. Ich werde dich für alles büßen lassen, was du uns angetan hast. So soll es sein. Lasst Feuer und Zerstörung walten. Duell. Ich fange an. Ich spiele ein Monster verdeckt. Außerdem setze ich eine verdeckte Karte. Du bist dran. Dann lasst uns das Fest beginnen. Ich starte mit der Karte Machtresonator. Danach risse ich direkt meinen roten Wag auf das Feld. Und jetzt führe ich eine Synchrobeschwörung durch. Rotdrachen Erzunterwäldler. Du hast keine Chance. Los, mein Drache, zerstör seine Kreatur. Dann lege ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Nicht so schnell. Das Monster, das du zerstört hast, war mein zweiköpfiger Behemoth. Einmal pro Duell habe ich ihn wieder zurück als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. Sehr gut. Und als nächstes rufe ich mein Geburtstag. Jetzt führe ich eine Synchrobeschwörung durch. Ich rufe mein Astmonster. Synchrobeschwörung. Sternstaub. Angriffskrieger. Das Ding ist dein Ass? Du bist also wirklich nur jemand, der seine Karten aus Resten zusammengeschürt Ich hat. bin nie ein besonderer Duellant gewesen. Ich habe mich immer nur duelliert, wenn es absolut nicht mehr anders ging oder wenn ich anderen eine Freude machen konnte. Diese Karten, die ich spiele, stehen für meine Verbindung, für alles, was ich erlebt habe, für alles, was ich bin, für alles, was ich stehe. Ich werde diese Macht nutzen, um alles aus dir herauszuprügeln, was ich kann. Das wollen wir doch erst sehen.
Das wirst du, aber erstmal darf ich eine Karte ziehen durch den Effekt meines Kriegers. Und als nächstes aktiviere ich meine Zauberkarte, Kosmisches Flimmern. Jedes Mal, wenn mein Krieger in dieser Runde gegen ein anderes Monster kämpft, wird das Monster, das ein regulärer Kampf stattfindet, zurück in dein Deck gemischt. Also los, mein Krieger, zerstöre seinen Drachen. Du glaubst wirklich, du hast es so einfach? Ich aktiviere meine verbotene Lanze. Dadurch verliert mein Drache 800 Angriffspunkte, ist aber vor deinem Flimmer geschützt. Ah! Mein Krieger. Dann bin ich dran. Ich aktiviere meine rote Drachenvase. Dadurch ziehe ich 2 Karten. Na los, mein Blutrachen-Erzunterwäldler. Greif ihn direkt an. Ah! Hast du schon genug? Komm schon, gib mir mehr Spaß. Ich will mehr. Wolltest du mich nicht zum Reden bringen? Ich werde es dir schon noch zeigen. Du scheinst wohl nicht zu verstehen, dass ich nun gern spielen will. Aber na gut. Ich werde erstmal nur 2 Karten verdeckt legen. Dann war's Für dich mag das hier alles nur ein Spiel sein. Aber für mich ist es das nicht. Als erstes aktiviere ich meine verdeckte Karte. Sternstaubblitz. Damit darf ich meinen Krieger wieder von meinem Friedhof zurückholen. Als nächstes aktiviere ich die Zauberkarte Antike Regeln. Dadurch darf ich jetzt das Monster aufrufen, was mir Kozaki gegeben hat. Los! Rotäugiger schwarzer Drache! Die Karte hat wohl ihre beste Zeit hinter sich. Genauso wie dein Freund. Wag es nicht, so über ihn zu reden. Er war der Letzte, der mir geblieben ist. Und du hast ihn mir genommen. Aber das wirst du büßen. Ich aktiviere jetzt die Zauberkarte Megawander. Dadurch verdopple ich die Angriffspunkte meines schwarzen Drachen. Los, rotäugiger schwarzer Drache. Greif sein Monster an. Ich denke nicht, dass du das wirst. Ich aktiviere mein Zwangsevakuierungsgerät. Dadurch schicke ich ihn dir auf die Hand zurück. Oh, was? Dann lege ich ein Monster verdeckt ab. Und du bist. Hast du keine Optionen mehr? Nun, da gibt es natürlich nichts mehr, was du bloß tun kannst. Mach deinen Zug. Mit dem größten Vergnügen. Ich ziehe. Und ich rufe meinen Kettenresonator. Und damit kann ich meinen finsteren Resonator aus meinem Deck stören. Und jetzt sieh her. Synchrobeschwörung Mit ist. Fingern? Oh ja. Ich rufe meinen roten Nova-Drachen. Ein so starkes Monster. Wie soll ich das besiegen? Ich werde dir zeigen, wieso ich gesagt habe, dass ich nicht nur irgendein Life-Force-Snatcher bin. Ich bin der General Nova, wie man mich nennt. Ich habe diesen kleinen Club mitgegründet. Unsere Technologie saugt die Lebensenergie aus allem Leben und wandelt diese Könnt ihr Energie nur? in den täglichen Gebrauch. Die Menschheit muss zusammenhalten und sich nicht gegenseitig verschlingen. Der Mensch ist der Alpha-Predator der Erde. Wenn es nicht mehr anders geht, jagt er seine eigene Spezies. Ob aus Langeweile oder aus Machtmotiven. Das war schon immer so. Dann gibt der Menschheit einen kleinen Schubs und schon vernichtet sie sich selbst. Das ist krank. Das muss aufhören. Das sagst du. Aber du hast doch tief in dir die Hoffnung schon längst aufgegeben. Alles, was zählt,
ist nur das eigene Überleben und die Unterhaltung, die sich dadurch ergibt. Kannst du es nicht sehen? Diese Schönheit in all dieser Verzweiflung und Zerstörung. Deine Hoffnung ist genauso dünn wie das Blatt Papier eines brennenden Waldes. Kurz glühend, dann für immer verschwinden. Es wird Zeit, dass ich dich verbrenne. Deine Verzweiflung steht dir schon buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Mein Drache bekommt für jeden Empfänger in meinem Friedhof 500 Angriffspunkte und er ist unzerstörbar. Roter Nova-Drache, zerstöre seinen Sternstaubkrieger. Dein Ende ist nah. Du musst jetzt sitzen. Ich bin dran. Und als erstes aktiviere ich meinen Topf der Begierden. Dadurch verbanne ich jetzt die obersten 10 Karten meines Decks. Und ziehe dadurch 2 weitere Karten. Dann setze ich 2 Karten verdeckt ab. Und beende mein Spielzug. Du langweilst mich langsam. Vielleicht sollte ich das Ganze mal beenden. Du hast nur noch 1800 Lebenspunkte. Wird Zeit, die Hitze so richtig ansteigen zu lassen. Ich beschwöre meinen roten Resonator und rufe meinen roten Vertrauten auf das Feld. Dann synchronisiere ich beide zu meinen roten, aufsteigenden Drachen. Damit rufe ich meinen roten Resonator zurück. Dadurch kann ich jetzt Lebenspunkte von jedem Monster, das ich will, bekommen. Und ich nehme meine roten Nova-Drachen. Dadurch bekomme ich jetzt 5000 Lebenspunkte. Das ist ja unglaublich. Was kann ich denn dagegen tun? Als nächstes synchronisiere ich dann meinen roten Resonator und meinen aufsteigenden Drachen zu meinem Rotdrachen Herzunterweltler. Los, greif sein verdecktes Monster an. Sehr schön. Du hast meinen verdeckten Schneemannfresser aufgedeckt. Dadurch kann ich meinen Rotdrachen Herzunterweltler direkt wieder entsorgen. Das wird dir nichts nützen. Sobald er auf meinen Kartenfriedhof geht, kommt der originale Rotdrachen Herzunterweltler auf das Feld zurück. Los, greif ihn direkt an. Nicht so schnell. Ich aktiviere meinen magischen Zylinder. Dadurch bekommst du 3000 Punkte direkten Schaden. Außerdem, indem ich 1000 Lebenspunkte bezahle, tritte ich meine Hoffnung auf Entkommen an. Dadurch darf ich jetzt ganze 6 Karten ziehen. Bravo, du hast mir mal Schaden gemacht. Aber ich habe trotzdem noch sehr viel mehr Lebenspunkte wie du. Roter Nova-Drache greift dich jetzt direkt Nicht so an. voreilig. Ich rufe von meiner Hand meinen Gerümpelverteidiger. Wenn mich nur ein Monster direkt angreift, kann mich dieses Monster vor diesem Angriff beschützen. Diese Runde hast du überstanden. Aber das wird deine letzte werden. Ich lege eine Karte verdeckt ab und beende. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran. Okay. Mit diesen 7 Karten auf der Hand, mit dem Gerümpelverteidiger auf dem Spielfeld, muss ich mir jetzt was einfallen lassen, um das Blatt zu wenden. Ich rufe jetzt mein Gerümpelhügel von der Hand. Und dann nutze ich meine beiden Monster und rufe als Synchro-Beschwörung mein Gerümpelraser. Ich bin gespannt, was du damit vorhast. Das wird einfach sein.
Denn ich werde mit meinem Gerümpelgraser jetzt deinen roten Nova-Drachen angreifen. Los, mein Krieger, greif an! Bist du wahnsinnig geworden? Das heißt, du stirbst. Nein, das werde ich nicht. In der Runde, wo ich meinen Gerümpelraser gerufen habe, verdoppeln sich seine Angriffspunkte, wenn er gegen ein Monster kämpft. Außerdem werde ich die Angriffspunkte deines roten Nova-Drachens gleich erheblich senken. Ich aktiviere 2 Karten von meiner Hand. Die eine ist Schrumpfen. Dadurch verliere ich die Angriffspunkte deines roten Nova-Drachens. Und außerdem spiele ich Verbotener Kelch und verliere die Fähigkeiten deines roten Nova-Drachens. Dadurch hat er nur noch 2150 Angriffspunkte und mein Monster hat 3600. Das denkst du dir so. Ich aktiviere meine verdeckte rote Herrschaft. Dadurch verbanne ich alle Monster auf dem Feld, außer meinen roten Nein, Nova-Drachen. ich habe dafür alles gegeben. Das waren meine besten Karten. Ich lege eine Karte verdeckt ab und beende meinen Zug. Du hattest deine Chance, aber am Ende hattest du doch keine. Ich bin dran. Ich könnte dich jetzt mit roter Nova-Drache angreifen, auch wenn du eine verdeckte Karte hast. Aber ich will dir die ultimative Zerstörung zeigen. Du sollst der Erste sein, der die Verzweiflung sieht. Wovon Das redest Feuer du? des Todes. Der Untergang der Welt. Ich werde es dir zeigen. Ich rufe meine Barriere der Sonata von meiner Hand. Außerdem rufe ich Synchronresonator und Schöpfungsresonator. Was willst du mit all diesen Empfängern, wenn du ein Stufe 12 Synchromonster kontrollierst? Ich aktiviere den Effekt meines roten Vertrauten im Friedhof. Dadurch ändere ich die Stufe meines roten Nova-Drachens von 12 auf 7. Und jetzt synchronisiere ich alle meine 4 Monster und rufe die ultimative rote Bestie. Roter Supernova-Drache. Was zur Hölle ist das? Was ist das denn auf einmal? Ist das etwa diese Kreatur? Was ist das für eine Karte? Diese mächtige Karte hat sehr viel Energie gebraucht, um erschaffen zu werden. Wir haben sehr viele Menschen an dieser Kreatur geopfert. Und sie ist perfekt. Das perfekte Instrument der Herrschaft und der Zerstörung. Euch ging es um diese blöde Karte? Deswegen habt ihr so viele Menschen getötet? Für dieses Ding? Habt ihr ihre Lebensenergie geopfert, damit ihr diese Karte haben könnt? Das, was wir nicht zum Überleben gebraucht haben, wurde schön fleißig in diese Kreatur gesteckt. Mit ihr habe ich die ultimative Kraft. Alles wird vor mir verbrennen. Denn ich bin der Herrscher dieser Welt. Und das Erste, was sie verbrennen wird, bist du. Genau wie deine Freunde es taten. Roter Supernova-Drache. Töte ihn! Verbrenne alles! Meine Freunde? Meine Freunde? Ich aktiviere meine verdeckte Karte Angriff an. Du willst einfach nicht sterben, oder? Was meinst du damit, was du eben gerade gesagt hast? Was hat das zu bedeuten? Ich setze erstmal meine rote Herrschaft verdeckt. Dank der Synchrobeschwörung meines roten Supernova-Drachen konnte ich mir... Antworte mir gefälligst. Was meinst du mit meinen Freunden? Wer weiß. Dann werde ich die Wahrheit eben aus dir herausprügeln. Ich ziehe. Und ich aktiviere einen weiteren Topf der Begierden. Dadurch verbanne ich wieder die obersten 10 Karten meines Decks und ziehe dadurch 2 Karten. Das ist die Malefic Engine von Kozaki. Ich
Ich habe sie wohl im Eifer des Gefechts mit ins Deck gelegt. Als nächstes aktiviere ich meinen Gedankengang. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Du sagst mir jetzt eine Stufe und ich zeige so lange die obersten Karten meines Decks auf, bis ich ein Monster gefunden habe, das dadurch beschwörbar ist. Hat es die genannte Stufe, die du gesagt hast, kommt es auf den Friedhof. Und wenn nicht, darf ich das Monster beschwören. Es ist egal, was du beschwörst. Daher sage ich Stufe 8. Fast. Das Monster, das ich habe, ist ein Stufe 5 Monster. Und zwar mein Gerümpelsammler. Dank seiner Fähigkeit kann ich jetzt meine Hoffnung auf Entkommen auf meinen Friedhof verbannen, zusammen mit meinem Gerümpelsammler. Und dann darf ich weitere 4 Karten ziehen. Und da kein einziges Monster auf dem Spielfeld ist, kannst du deine rote Herrschaft diesmal nicht benutzen. Und aus dem Grund aktiviere ich jetzt diese Karte hier. Überläufer. Und damit schnappe ich mir jetzt deinen roten Supernova-Drachen. Aber ich kann die hier aktivieren. Feierliches Urteil. Dafür bezahle ich zwar 5000 Lebenspunkte, aber das ist es wert. Alles klar. Dann kann ich ja jetzt darauf meinen mystischen Weltraum-Taifun aktivieren. Und ganz sicher sein, dass ich deine rote Herrschaft diesmal zerstören werde. Du weißt genau, dass du an meiner ultimativen Kreatur der Zerstörung nicht vorbeikommen kannst. Ich kann deinen roten Supernova-Drachen nicht durch Karteneffekte zerstören und auch nicht im Kampf bezwingen. Aber ich habe noch eine letzte Methode, um dieses Monster loszuwerden. Als erstes aktiviere ich den Effekt von meinem Schnellziehsynchron, indem ich meinen Stufenfresser von meiner Hand auf den Friedhof abwerfe. Kann ich Speziale führen. Indem ich ihn jetzt auf eine Stufe um 1 reduziere, darf ich meinen Stufenfresser zurückholen. Und als nächstes synchronisiere ich diese beiden Monster. Und rufe das Monster, was ich jetzt besiegen wird. Mein Jetkrieger. Durch den Effekt meines Jetkriegers kann ich deinen roten Supernova-Drachen jetzt hier zurück auf die Hand geben. Es ist aus. Deine letzte Anstrengung, deine letzte Hoffnung. Du setzt alles auf diese Karte? Du scheinst vergessen zu haben, dass ich dir die ultimative Verzweiflung zeigen will, bevor ich dich deiner Lebensenergie beraube. Ich aktiviere den Effekt meines roten Supernova-Drachens. Was passiert hier? Bis zum Ende meiner nächsten Runde habe ich deinen Effekt annulliert und alles auf deiner Spielfeldseite verbannt. Das Spiel ist aus. Aber wie kann das sein? Ich habe nichts mehr. Die Karten meiner Hand, die nützen mir nichts. Ich kann nicht mehr gewinnen. Ich habe verloren. Du hattest nie eine Chance. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Immerhin hattest du mir einmal sogar Lebenspunkte abgezogen. Du fragst dich sicher, was aus deiner kleinen Freundin geworden ist. Die mit ihren albernen Kristallen. Ich habe sie natürlich für meine Kreation des Supernova-Drachens geopfert. Sie hat sich in unserem Duell sehr zur Wehr gesetzt. Aber am Ende habe ich sie ausgelöscht. Ich kann dir versprechen, ich habe sie gequält und leiden gelassen. Ganz allein war sie, als ich sie zerstörte. So wie du jetzt. Wie kann das sein? Was habe ich die ganze Zeit über getan? Mein ganzes Leben konnte ich nicht beschützen, was mir wichtig war. Ich konnte niemanden retten. Nicht Kozaki, nicht Amelia und auch nicht diese Welt. Diese tiefe, verrottete, sterbende Welt. Womit haben wir das verdient? Wieso ist das geschehen? Sinjo!
Hab keine Angst vor der Finsternis. Es geht nicht darum, wie du gelebt hast, sondern wie du stirbst. Aber der Tod ist nicht immer das Ende. Sinju, du bist der Einzige, der diese Welt retten kann. Was geht hier vor? Diese Welt ist verdreckt und verrottet. Aber mit dem Blut meiner Feinde werde ich sie wieder reinwaschen. Als nächstes aktiviere ich meine niederträchtige Welt. Dann kann ich dadurch meinen niederträchtigen Paradoxantrieb beschwören. Wenn ich ihn opfere, erhalte ich von meinem Deck niederträchtiger rotäugiger schwarzer Drache und niederträchtiger Antrieb. Als nächstes beschwöre ich den niederträchtigen Antrieb. Rüste ihn mit der Zauberkarte Synchro-Stärkung aus. Also bekommt er 500 Angriffspunkte dazu und seine Stufe wird um 1 erhöht. Wie kann das sein? Was soll das heißen? Wer bist du? Ich bin die Wahrheit dieser Welt. Denn ich bin Shin. Shentrus! Ich rufe als Synchro-Beschwörung meinen niederträchtigen Paradox-Drachen. Und mit seiner Fähigkeit werde ich deinen roten Nova-Drachen aus deinem Friedhof auf meiner Spielfeldseite holen. Das ist absolut unmöglich. Ich bin die absolute Zerstörung. Ich bin Vernichtung. Dein roter Nova-Drache ist nicht das Einzige, was ich dir jetzt nehmen werde. Los! Macht ihn kalt! Nein. Mit Hilfe der Macht der Malefic Engine kann ich Energie frei entziehen und speichern, wie ich es will. Ich konnte die Energie der umliegenden Energiestöße speichern und die Energie der Life Force Snatcher, die ich getötet habe. Aber es reicht bei weitem nicht, diese Welt ihre Lebensenergie wieder zurückzugeben. Aber ich kann mich von einem Ort zu einem anderen bringen mit dieser Energie. Vielleicht bis in eine andere Zeit hinein, sogar weit genug, um zum Ursprung dieser Situation zu gelangen. Denn ich habe das Problem gefunden, die Ursache für alles. Ich werde sie ausschalten, ihnen Furcht und Verzweiflung bringen und ihre Zeit zerstören. Jeder einzelne von ihnen werde ich vernichten. Jeden Einzelnen. Und so wurde ich zum Tod, Zerstörer von Welten.